Einen besinnlichen 4. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages. Für meine Bastelidee heute öffne ich erstmal meinen Adventskalender. Das ist heute ein Milchkarton. Die Anleitung für diese Box verlinke ich dir. Die gehört zu meiner Reihe 24 Boxen, Adventskalenderboxen. So, was haben wir denn da drin? Schauen wir doch mal. Ups. Lauter kleine Sterne. Okay, eine Schleife. Heute mal keine Lichterkette. Ein Blatt. Jo. Und dann habe ich hier noch einen Brief, damit du gleich siehst, was wir basteln und wie man das verpacken kann. Es gibt heute eine Lichterkarte. So schaut sie aus. Hier hinten ist schon mal die andere. Ich habe heute ein bisschen mehr, weil das ist schon das zweite Mal, dass ich das Video drehe. Schön für dich, siehst du gleich zwei Varianten meiner Lichterkarte. Und jetzt machen wir auch gleich mal Licht rein. Ich habe hier so ein Speedlicht. Sieht man sogar im Video. Eine Lichterkarte. Und die Lichterkarte in Lodengrün. Und mal schauen, was wir jetzt noch für eine Variante machen. Du hast gesehen, die Karte passt in den Brief. Den ausgestanzten Stern könnte ich noch weiter dekorieren und dann auch in den Brief packen. Also gut zu verschenken und zu verschicken. Er hat hier unten so ein Aufstellelement. Ich zeige das nochmal von der Seite. So ein bisschen wie zwei Beinchen. Und in der Mitte ist das Element für die Teelichthalterung. In dem Fall nochmal erwähnt. Kannst du natürlich auch in die Post schreiben. Ich würde kein echtes Teelicht verwenden, aber das erklärt sich von selbst. Also ein elektrisches. Für deinen Gruß könntest du die Rückseite gestalten, ginge also auch, oder einfach eine Extrakarte, so ein Blatt in 10×10 farbig und mit einem rundweißen Farbkarton zum Beschreiben obendrauf in 9,5 x 9,5. So, jetzt geht es aber an das Basteln dieser Lichterkarte. Und das Gute, du bekämst aus einem A4-Blatt gleich zwei Karten. Wir schneiden zu. Du brauchst das A4-Blatt in der Länge 21 und wir kürzen die 29,7 auf 29 cm. Das machen wir mal gleich, damit hier nichts schief geht. Und wenn ich sage, du bekommst daraus zwei Karten, dann lasse ich das gern zusammen, weil da kann ich die Falzlinien auf beiden gleichzeitig ziehen. Wir brauchen die erste Falzlinie bei 10,5, der langen Seite eingelegt. Die zweite bei 21, die dritte bei 22, dann eine bei 25 und die letzte bei 28 und dann bleibt genau dieser 1 cm übrig. Jetzt eine kurze Linie anlegen und bei 10,5 Grad mittig einmal teilen und so erhältst du deine zwei Grundkarten. Eine davon nehmen wir und legen jetzt unsere Stanzteile drauf. Und zwar habe ich mir den Stern aus dem Set, das Stempelset Weihnachtliche Zierde und die Stanzformen, die passen dazu. Es ist im Moment gerade nicht lieferbar. Das kann sich aber auch immer wieder ändern, weil, ja, ist halt beliebt, ne? Hilft ja nicht. Aber vielleicht hast du andere Stanzformen oder tauschst es einfach aus für diese Karte. Okay, du legst die Stanzform auf das mittelste Feld. Also hier hast du die Rückseite, sagen wir mal 10,5, dann kommt das nächste 10,5, da kommt der Stern drauf. Dann kommt das 1 cm Feld, das ist für das eine Beinchen und das andere 1 cm für das andere. Und hier in der Mitte käme die Kreisstanzung. Ich habe jetzt die Stanzform gerade nicht da, die legst du hier auf, mittig, genau auf die Linie den Kreis ausmitteln. Und dann drehst du das durch die Stanzmaschine und herauskommt dieses Element. Vorbereitet. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ja, da ich es in Lodengrün schon gemacht habe, werde ich es jetzt nochmal in Grundweiß machen und dabei gleich heute mal ohne Embossing, weil ich glaube, dabei hat es mir eben die Technik zerhauen. Egal. So, wir haben unser Element, das Mittelfeld hier. Dafür brauchen wir ein Stück Pergamentpapier in den Maßen 9,9 x 9 cm. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und ein Designerpapier
in 10 x 10 cm, das setze ich hier hinten drauf. Könntest du auch weiß lassen, wäre dann für deine Grüße. Oder eben mit einer Mattung in Lodengrün oder einer anderen Farbe einmal gestalten. Ja, ich nehme jetzt Designerpapier und klebe das da hinten einfach mal drauf. Schutzfolie abziehen. Das wird das farbenfröhlichste mit dem schönen Glutrot und Chili müsste es eigentlich sein. Es könnte aber auch noch Calypso mit drin sein. Aber Glutrot schon mal in jedem Fall. Jetzt falte ich hier, das ist das nächste Element, falte ich hier unten meine Klebefläche und noch eine Klebefläche, die muss auch nach außen und das in der Mitte, wie gesagt, du es einfalten kannst als Karte. Das kleben wir dann zusammen. Hier wird jetzt innen rein mein Pergament geklebt. Wenn du embossen würdest, würde ich dir empfehlen, vorab zu embossen, bevor du das einklebst, damit er nicht in die Aussparung des Sternes im Embossingpulver gerät. So, das wird einfach dahinter gesetzt und dann haben wir hier die Vorderseite. Passt. Ja, gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Ich nehme diesen Stern, diesen filigranen hier ausgestanzt und setze ihn einfach hier rein. Schau mal, wo ich mein Schmierpapier habe, beziehungsweise neues. Das brauche ich zum Kleben. Ich klebe heute mit dem Präzisionskleber diesen Stern. Hättest natürlich auch, ich hätte natürlich auch die Folie nehmen können, die Klebebögen. Hätte das wunderschön da gleich hinten drauf kleben können. Und dann würde ich jetzt nur abziehen. Tolle Sache. Habe ich versäumt. So, ich klebe das hier. Manchmal ist es auch witzig, gerade bei diesen Stanzteilen so ein paar Elemente drin zu lassen. Hat auch einen netten Effekt. Ich drehe das hier wieder schön zusammen. In die Ecke, einmal kurz abgedrückt, falls irgendwo zu viel Kleber ist. Und dann setze ich das hier mittig ein und drücke es an. Papier am besten zusammenfalten, schön festdrücken, dass nicht verrutscht, passt. Super. Schauen, dass kein Klebstoff daneben gerät. Das ist ganz gut gelaufen. Nochmal ein bisschen andrücken, am besten nochmal flach liegen lassen. Oh, für Effekt. Einmal damit geklebt und es hält. Aber nicht so, wenn ich es hochhebe. Gut, es dauert noch einen kleinen Moment und dann ist es wirklich fest. Hier siehst du es auch, es ist festgeklebt, passt wunderbar. So, jetzt nehme ich meine Stempelfarbe, in dem Fall bleibe ich auf Lodengrün. Hier siehst du nochmal, habe ich es embossed. Das ist die schönste Entfernung, wo du es super siehst. Hier habe ich es in Lodengrün gestempelt und das mache ich jetzt auch. Wir nehmen mal den Text, machen wir mal wieder den anpassen. Und zwar Grüße von der ganzen Familie. Die setze ich jetzt wieder oben hin. Ja, beides möglich. Nummer 1. Sauber putzen und das andere zum Fest der Liebe und Freude. Geht auch andersrum. Ist, glaube ich, egal. Setzen wir so, dass es hier genau passt. Mal dahin, zum Fest der Liebe und Freude. Wunderbar. So, und dann habe ich mir überlegt, du kennst ja das bestimmt mit diesem Mistelzweig, der manchmal im Advent da rumhängt. Den nehmen wir hier auch. Dafür habe ich mir erstmal diese kleinen Zweige ausgestanzt. 2 Stück, dann nehme ich das goldene Element dazu. Die Schleife gibt eine, die habe ich schon mal in Memento gestempelt und werde ich jetzt mal ganz schnell mit Lodengrün einmal kolorieren. Mit Lodengrün kolorieren. Mit Glutrot kolorieren. Mit den Stampin' Blends. Hell und dunkel, ginge aber auch nur mit einem, aber ich will ja so ein bisschen verblenden. Ja, da kann man auch ein bisschen rumspielen, wenn man Zeit hat mit der Farbe. Im Video ist das immer so eine Sache, frage ich mich immer, wie viel Zeit ich habe. Das brauchen wir also auch. Womit kleben wir? Ich habe mir das eben angeschaut und überlegt, ich klebe jetzt mal mit den Klebepunkten hier. Die kann ich zum einen, diese sind flächig aufkleben, oder ich rolle mir die so ein bisschen zusammen und kleine Würstchen drehen.
und klebe das mal hier so drauf. Noch einen zusammenrollen. Auch dazu kleben. Und den letzten hier. Celadon-farbenes Blattwerk. Alles so, dass sich das so ein bisschen bündelt an der einen Stelle, wo ich dann mit einem Abstandsklebepunkt eine Schleife aufsetze. Die sitzt hier relativ mittig, kann man sich so vorstellen, ist an dem Sterngebinde angebunden. Und dann habe ich jetzt hier nur noch 2 Blätter von der Stechpalme auch ausgestanzt. Und in den Stanzformeln mit dabei nehme ich nochmal 2 Abstandsklebepunkte, weil die klemme ich dann so ein bisschen unter die Schleife. Ein bisschen erhaben sitzen. Oben hin. Ein bisschen Wolle runter. Dahin. Super. Jo, dort ist das Element. Bin ich schon fertig. Jetzt drehe ich es um. Die 1 cm Streifen werden auf der Rückseite mit doppelseitigem Abreißklebeband bestückt. Das eine Bein klebe ich hier ran, dann falte ich das Ganze in die Richtung zurück. Hier ist mein Klebstoff und setze die Seite bündig auf. Und dann haben wir eben genau das, dass wir eine Aufstellkarte haben, wo hier unser Fach für das Teelicht ist. Hier kommt das Teelicht rein und dann kann das wunderbar auf dem Tisch stehen und leuchten. Ja, ob da noch ein paar Sterne zur Dekoration drauf kommen wie hier, das überlege ich. Ich lasse das aber vielleicht auch mal so ein bisschen klar. Ja, fertig ist meine Bastelidee für heute. Meine adventliche. Eine Lichterkarte. So, jetzt gucken wir mal, was mein Tee macht. Ein bisschen Adventsstimmung angesagt. Und dann, was fehlt noch? Die Sterne des Tages. Ja. Bauen wir uns hier mal schön auf. Meine Liste an der Wand, damit hier nichts schief geht. Meine Konzentrationsübung für heute. Und der Afrika-Kalender. Und da habe ich für heute schon mal den Spruch vorbereitet. Hier ist er. Der Kalender ist von Cordula. Herzlichen Dank, wenn wir jeden Abend, wenn wir es schaffen, immer mal einen Spruch öffnen. Heute habe ich gezogen: Unwissend zu sein ist schlimm, nichts wissen zu wollen noch schlimmer. Aus Nigeria steht als Quelle unten drunter. Finde ich einen tollen Spruch, der passt wirklich gut, den mag ich auch. Ja, das ist so gegensprüchlich dem Spruch: Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts. Wobei, nichts wissen macht nichts, man kann sich ja bilden. Also nichts wissen zu wollen wäre schlimmer. Okay, Sterne des Tages kommen heute von Diana, von Antje, von Annalena und von Annalena. Diana kommt aus Schwarzheide in der Lausitz und hat uns so einen schönen Brief gestaltet und dazu gibt es eine Karte drin. Ein Gruß mit vielen lieben Wünschen von Diana. Und dann gibt es diesen tollen, glitzerigen Stern. Das sind mehrere Lagen Sterne versetzt aufeinander geklebt. Sehr schön, macht sich bestimmt schicki am Strauß. Wunderbar. Von Diana. Von Antje aus Brandenburg an der Havel gibt es einen kleinen Brief mit der Zahl und hier kommt ein Text. Mal gucken. Wenn die Häuser im Glanz der Lichter stehen und die Herzen nach Liebe atmen, dann beginnt der Zauber der Vorweihnachtszeit. Herzliche Weihnachtsgrüße aus Brandenburg an der Havel, Antjes Bastelecke. Und was hat die Antje gebastelt? Schauen wir mal hier. Ein kleiner Stern, sieht ja noch unscheinbar aus, aber das täuscht. Schwuppdiwupp, wir drehen das Ganze und haben diesen tollen, ja, ich sag mal Rosettenstern. Und an was erinnert es uns? Von der Technik her? Genau. An die ja doch allseits beliebten Brottütensterne. Brottütensterne, ne, wo man da einfach die Tüten aneinander klebt. Einfach ist auch immer übertrieben und dann Ornamente reinschneidet und in ähnlicher Form falten kann. Hier ist ein toller, kleiner Rosettenstern. Ja, falls ihr die Anleitung sehen wollt, schreibt mir das. Zu allen Schandtaten bereit. Toller Stern, vielen Dank, vielen Dank, Antje. Übe.
Antje, und herzliche Grüße nach Brandenburg. Ja, jetzt kommen wir zu Annalena. Diese Annalena kommt aus Norddorf, gehört in mein Team. Ihr kennt sie manchmal aus den Videos. Viele Sternstunden für dich. Aha. Zum Thema Stern gibt es eine Lichtersternkarte. Und da haben wir doch mal hier unser Speedlicht. Schau mal, wie schön das leuchtet. Eine tolle Idee von Annalena. Und gute Nachricht habe ich gestern gehört. Sie wird dazu in den nächsten Tagen eine Videoanleitung machen. Ich verlinke schon mal ihren YouTube-Kanal. Und wenn das Video dann on ist, das natürlich auch. Schau einfach mal bei Annalena auf den Kanal. Das ist Annalenas Karte und die andere Annalena, denn das ist eine andere Annalena, kommt auch aus Norddorf, wie das wohl so spielt. Und ich würde die eine nicht kennen, wenn ich diese andere nicht kennen würde. Das ist die Annalena, die ich zuerst kennengelernt habe aus Norddorf. Und sie hat sich in der Abteilung bunt gemischt gedacht, was braucht man unbedingt im Advent? Genau, einen Geschenkanhänger. Und dann gibt es diese witzigen Zwerge als Geschenkanhänger, mal ganz anders gefaltet. Das finde ich auch total witzig. Und dann kannst du eintragen für und von. Eine praktische, schöne Idee im Adventskalender bunt gemischt. Ja, das waren die Sterne des Tages. Was habe ich vergessen? Ich habe was vergessen. Ich bin gestern überrascht worden. Also so richtig, man überrascht mich ja schwer. So einfach ist das gar nicht, mich zu überraschen. Gestern bin ich so richtig überrascht worden. Der Postbote klingelt, das ist normal. Hier klingelt ständig der Postbote. Hat aber eine große Kiste mit Blumen. Und ich dachte, kann ja nicht sein. Blumen kriege ich ja nicht. Ja, und was kriege ich? Einen Blumenstrauß. Einen adventlichen Blumenstrauß mit einer goldenen Kugel. Schön grün-weiß gemischt. Also wird wunderbar mit dieser Karte harmonieren. Auch mit den anderen in gewisser Weise, weil alle Farben drin sind. Ich war total perplex und absolut überrascht und habe mich riesig gefreut und sage herzlichen Dank nach Marburg zur Sigrun. Sie wollte sich wahrscheinlich, denke ich, also sie wollte sich bedanken für diesen Sternenpost-Adventskalender. Ist nicht nötig, aber ist eine ganz tolle Idee und wie gesagt, überrascht und Überraschung gelungen. Und ich habe mich riesig gefreut. Dankeschön. Jetzt wünsche ich euch einen besinnlichen Abend und kommt gut in den zweiten Advent. Einen schönen zweiten Advent und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen Abend ab 18 Uhr wieder, wenn wir das nächste Türchen öffnen. Hier gibt es weitere Videos, ich verlinke die, kannst du schauen, wenn dir langweilig ist oder wenn du eine Idee suchst. Ganz viele Ideen, Tipps, Anleitungen, Anregungen. Ja, ansonsten bleibt mir noch, ich freue mich auf dich im nächsten Video und bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie. Kreativität verbindet. Glaubst du nicht? Was haben Petra aus Kreuztal, Brigitte aus Österreich oder Irmtraut aus Neumünster gemeinsam? Eigentlich nichts und doch so viel. Die und viele andere waren in diesem Jahr wieder dabei und haben Sterne und Adventsdeko gebastelt. Jeder 25 Mal den gleichen Stern. Seit 2015 lade ich schon dazu ein, gemeinsam mit mir kreativ zu werden und mir selbst gebastelte Sterne zu schicken. Geklebt, geprägt, gestanzt, geklöppelt, aus Papier, Filz, Wolle, Draht, egal wie. Jeden Stern einzeln verpackt in einem Umschlag. Dieses Jahr gab es wieder über 80 Teilnehmerinnen. Entstanden sind 96 Sternenpost-Adventskalender. Hier werden dann alle Sterne neu sortiert, umgepackt und an die fleißigen Sternenbastlerinnen zurückgesendet. So entsteht kreative Adventsfreude, Glück und Zufriedenheit bei allen Teilnehmerinnen, im besten Fall. Also stimmt es. Kreativität verbindet, auch in diesem Jahr. Euch allen eine besinnliche, kreative Adventszeit.